Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus dem Herzen der Wahrheit zu sprechen. Jeder von euch lebt aus dem Herzen der Wahrheit. Wann immer ihr das Herz der Wahrheit verlasst, verlasst ihr auch euer Gefühl des natürlichen Seins. Steht euch die Energie nicht mehr zur Verfügung, die euch natürlich gegeben ist. Aus dem Herzen leben bedeutet, die Entscheidung auf der Erde zu sein, zu bekräftigen, zu bestätigen. Nicht aus dem Herzen zu leben, und was wir damit meinen, ist, sich einem anderen Weg hinzugeben, Erfahrungen, die sich nicht so natürlich anfühlen, die als Angebot daherkommen, dem du nicht ein Nein geben möchtest. Nicht aus dem Herzen leben führt zum Verblassen deiner Kraft. Denn du lebst etwas, für das du nicht gekommen bist. Es ist, als würdest du als Hauptdarsteller auf der Bühne versuchen, die Nebenrolle zu spielen. Der Platz des Hauptdarstellers bleibt frei. Und du selbst nimmst die Rolle eines anderen, die Rolle des Hauptdarstellers eines anderen Stückes. Bringst dieses andere Stück durcheinander und wunderst dich, warum es nicht harmoniert, nicht mit dir, nicht mit den anderen. Warum andere gar Bedrohung fühlen mögen durch dich. Konkurrenz, Wegnehmen ihrer Rolle. Deine Rolle ist die zentrale Rolle in dem, was du erlebst. Deine Rolle ist zentral im Spiel des Lebens, im Wandel der Erde. Du bist als der, als die, die zu diesem, was übertragen wird, lauscht. Teil des Wandels, des bewussten Wandels. Jeder ist Teil des Wandels, nicht jeder ist Teil des bewussten Wandels. Doch du hast dich für den bewussten Wandel entschieden. Du hast gewusst, dass du bewusst diesen Wandel erleben möchtest. Das ist der Zauber, für den du hier bist. Das Erleben, für das du dich angestellt hast in die lange, lange Warteschlange, um in dieser Zeit auf der Erde inkarniert zu sein. Und es hat sich gelohnt schon jetzt, voll und ganz. Du weißt, was du bist. Und du weißt, dass du nicht begrenzt bist. Dass wenn du also begrenzt, was du bist, du nicht mehr bist, was du bist, sondern nur bist, was du denkst zu sein. Bis du wieder weißt, was du bist und somit weißt, dass du die ganze Zeit warst, was du warst und was du bist und was du sein wirst. Du kannst dich in eine limitierte Version von dir hinein fokussieren und fühlst dann das zu sein, meinst dann das zu sein, das ist dann deine Wahrheit, dann bist du nur das und doch bist du alles, 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 es kann nicht anders sein. Die Zeit dieses Wandels also ist eine Zeit, in der du begreifst, dass Loslassen frei sein bedeutet. Dass frei sein erlauben bedeutet. Dass erlauben leben bedeutet. Du kannst und ihr könnt beobachten, wie so viel und so viele von euch die Erde verlassen, sich entscheiden, nicht mehr Teil dieses Spiels zu sein, sich entscheiden zu gehen. Es ist eine Entscheidung,
die ihr wertschätzen könnt, wertschätzen dürft und wertzuschätzen wisst, wenn ihr erlaubt. Diese Entscheidung, nicht zu bleiben, kommt von dem Spiel, das diejenigen zu spielen hier sind und hier waren. Das Gehen also bedeutet, dieses Spiel möchte ich nicht mitspielen. Mein Spiel ist beendet, mein Sieg ist gewonnen. Ich gehe im Frieden meines Seins. Denn das, was ich erleben wollte, ist erlebt, ist vollbracht, ist gelebt. Die Farbe, die ich bringen wollte, habe ich gebracht. Und so entscheiden sich viele zu gehen. Von unserer Seite gibt es keine Wertung im Bleiben und im Gehen. Von unserer Seite gibt es den vollkommenen Zeitpunkt für dein Sein jetzt und hier. Und so ist dein Sein jetzt und hier dein vollkommener Zeitpunkt, um jetzt hier zu sein, in deiner Farbe, in deinem Erlauben. Fühlst du, dass du nicht mehr erlauben kannst, dass diese Realität nicht dein Erlauben öffnet, wirst du dich verschließen, mehr und mehr deine Farbe verblassen lassen und dich entweder von der Erde verabschieden oder einen Wandel durchleben. Einen Wandel, der dich möglicherweise in deiner Farbe ändert, der dir möglicherweise eine neue Kernerfahrung gibt, der dir erlaubt, ein zweites Leben zu leben, ohne erneut den Körper zu wählen, ohne Pause, in dem, was geschieht, dich weiter zu erleben, in einem neuen Erleben, in einer neuen Kernfarbe, in einem neuen Kernschwingungsfeld, einem individuellen Feld, das dieses Neue für dich als lebenswert, als erlebenswert, als bezeugenswert wahrnehmbar sein lässt. Und so nimmst du eine neue Lebensform an, ohne deinen Körper zu verlassen. Viele von euch haben diesen Wandel schon mindestens einmal in ihrem Leben vollzogen. Viele von euch hatten die Wahl, ihre Farbe verblassen zu lassen oder eine neue Farbe zu wählen. Diese neue Farbe muss nicht grundverschieden gewesen sein von der vorherigen Farbe. Sie mag eine Nuance dazu bekommen haben. Sie mag einen Schimmer dazu bekommen haben. Sie mag aus sich selbst heraus strahlen, wo sie vorher die Farbe der Erfahrung war, die sie erfahren wollte. Und somit jetzt die Farbe sein, die initiiert. Die Farbe, die inspiriert. Die Farbe, die sich aus sich selbst heraus erneuert. Ganz gleich, welche Farbe du wählst. Es ist immer die Wahl deines Herzens, die dich in Übereinstimmung mit dir selbst bringt. Es ist immer dein Leben aus dem Herzen, das dir deine Energie zurückgibt. Es ist immer das dich einlassen auf dein Jetzt und Hier Sein, das dir erlaubt, so frei zu sein, so voll zu sein, so in Einklang zu sein, so harmonisch zu sein, was sich so energiereich anfühlt, weil es nichts zu tun gibt. Zugleich möchten wir dir und euch sagen, dass das energiereich anfühlen ganz verschiedene Ausdrucksformen haben kann. Hast du eine bestimmte, konkrete Vorstellung davon, wie deine Energie sein soll, wie sie sich ausdrücken soll, was ihre
primäre Ausdrucksform, Kribbelform im Körper sein soll, magst du Enttäuschungen erleben, besonders in dieser Zeit. Denn diese Zeit ist eine Zeit des Erlaubens. Erlauben bedeutet Leben, erlauben in all seinen Facetten. Erlaubst du also deinem Leben, sich zu öffnen für alles Leben, bedeutet nicht nur das zu leben, was du als Individuum in einer Inkarnation erleben würdest, stattdessen alles erleben zu können und dich dem zu öffnen, was alles möglich ist an Erfahrungen, an Leben. So hast du die beste Grundlage für viele Leben in einem Leben. Du bist nicht nur ein Leben, du weißt darum. Je mehr du dich erinnerst, desto weniger kannst du dich auf ein Leben beschränken, kannst du dich in ein Leben hineingefangen begeben. Und so öffnest du dich für das viele Leben, das gleichzeitige Leben von so vielem. Du sammelst und findest dich immer wieder in dem Zentrum deines Seins, aus deinem Herzen heraus lebend, die Farbe, die für dich die strahlendste, die schönste, die beste ist, frei von Wertung und doch dir so natürlich, dass du sie wählst und immer wieder wählst, dass sie jetzt und hier für dich die einzige, beste, schönste ist, selbst wenn es in einem Inkarnationswandel, während du auf der Erde bist, einen Farbwechsel geben mag. Die Farbe jetzt und hier, die für dich liebevoll ist deine Farbe. Du lebst sie, bringst sie auf die Erde, diese Frequenz als Ausdrucksform der Liebe. Je mehr du dir das erlaubst, desto erfüllter bist du, gefüllt von deinem Sein, gefüllt mit der Liebe, erlaubt in dem, was du bist, in dem, was diese Farbe ist, nicht festgehalten, sondern durch dich hindurch fließend, als der Fluss des Seins, der nicht festhält, nicht von sich stößt, stattdessen erlaubt, im ständigen Wandel, im ständigen Fluss, im ständigen Sein, im ständigen Geben, im ständigen Empfangen, im ständigen Sein, im ständigen Sein, im ständigen, dynamischen Sein. Es ist das Nichts, in dem alles ist. Es ist das Alles, in dem nichts ist. Es ist die Einheit von allem Sein. Du bist aus der Einheit heraus alles, was ist, ohne dich mit irgendetwas zu identifizieren. Du kannst hineinfokussieren. Du kannst deine Farbe lieben und für sie einstehen, eine lebendige Präsenz, ein lebendiges Beispiel dieses Frequenzausdrucks der Liebe sein. Und doch weißt du, dass du alles bist. Jede Erfahrung, um die du dich bereichert siehst, ist die Bereicherung der Erde um diese Erfahrung, ist die Bereicherung deines Bewusstseins um diese Erfahrung. Und so ist jede Erfahrung, die du als großes Fragezeichen gesehen hast, eine Erfahrung, um die du bittest, um sie zu integrieren, um sie ganz und vollständig in deinem Bewusstsein zu wissen. Fülle, Reichtum ist nichts, was sich in Zahlen messen lässt. Fülle, Reichtum ist das, was du erlebst, wenn dir alles zur Verfügung steht. Wenn du darauf zugreifen kannst, in jenem Moment, in dem es sich für dich danach anfühlt, wissend, dass es immer da ist und du es immer hast, besonders dann, wenn du denkst, es zu brauchen. Wir sagen, wenn du fühlst, es zu brauchen, wir sagen, wenn du weißt, dass es der Zeitpunkt ist, darauf zuzugreifen. Jetzt magst du sagen, es gibt vieles, das ich nicht habe, wenn ich denke, es zu brauchen, wenn ich fühle, es zu brauchen. Wir sagen,
Du weißt, wenn deine Energie bereit ist für das, was du denkst zu brauchen, dann ist es da, bevor du denken kannst, dass du es brauchst. Ist also ein Denken dazwischen geschaltet, bist du nicht in dem Fluss deines Seins. Ist ein Denken dazwischen geschaltet, bist du in der Begrenzung deines Seins durch dein Denken. Durch das, was du für möglich hältst, durch das, was du kreierst. Der Wandel der Zeit ist der Wandel in die Harmonie hinein, ist der Wandel in das Wissen, das tiefe Wissen, was viele als Vertrauen bezeichnen, das Wissen, dass alles in Harmonie miteinander ist, dass es nichts gibt, das dich töten kann, dass es nichts gibt, das dich wandeln kann, dass es nichts gibt, das dich einschränken kann. Nichts, nichts kann dich von außen töten, wandeln, einschränken. Du selbst bist in der vollen Verantwortung angelangt. Und wir wissen, die Zeit hat sich gewandelt. Wir wissen, diese Zeit ist eine Zeit, in der die Ursache und die Wirkung ineinander verschmelzen, in der es nicht mehr eine Abfolge von Karma gibt, welches zu einem anderen Zeitpunkt ausgelöst wurde, als es gelebt wird. Die Zeit, in die ihr euch bewegt, in rasanter Geschwindigkeit, ist eine Zeit, in der ihr aus dem Moment heraus schöpft, aus dem Moment heraus seid, aus dem Moment heraus erschafft, nicht aus dem Wollen, nicht aus dem Zwingen, nicht aus der Begrenzung, nicht aus dem Dominieren. Ihr schafft und erschafft aus der Harmonie heraus. Ihr schafft und erschafft aus der Liebe heraus. Indem du in der Liebe bist, wandelt sich alles um dich herum in Harmonie, in Liebe, in Freude, in tiefes Sein, in tiefe Zufriedenheit, in die schönste Erfahrung auf Erden. In dem Moment, in dem du dich nicht getraust, dich nicht entscheidest, der Liebe ihren Raum zu geben, indem du dich für dichtere Ausdrucksformen der Liebe entscheidest, erlebst du Grausiges, erlebst du das, was dich zusammenziehen lässt, denn du wählst das Zusammengezogensein, du wählst die dichte Frequenz für diesen Moment. Für uns, aus der Perspektive des höchsten Seins, ist Grausiges nichts anderes als völlige Erfüllung. Es ist eine andere Ausdrucksform der Frequenz der Liebe. Für dich jedoch ist die Mission auf der Erde, dass du aus der freien Wahl, aus deinem freien Willen heraus die Harmonie wählst, nicht weil du in sie hineingezwungen bist, nicht weil nichts anderes möglich ist, weil alles in Harmonie ist. Nein, weil du es willst, weil du deinen Willen in den Dienst der Harmonie stellst, weil du mit deinem Willen entscheidest, das zu wollen, was für dich da ist, weil du mit deinem Willen begreifst, dass das Höchste, das dir jeweils und immer und stets zur Verfügung stand, das Schönste für dich ist, das Erfüllendste, um das zu wissen bis ins Letzte, um dich stets und ständig dafür zu entscheiden, hast du gewählt, alles zu erkunden, jeden Ausdruck der Liebe, das Blutvergießen sowie das liebevolle, friedliche Miteinandersein. Alles möchtest du erfahren und meistens entscheidest du dich dann für das, was dir immer gegeben ist. Und manchmal entscheidest du dich
dass du das noch mehr erleben möchtest, dass du noch genauer wissen möchtest, wie es sich anfühlt, in der Position dessen, der Blut vergießt, in der Position dessen, der zu Blutvergießen führt, in der Position dessen, der beobachtet, ohne tun zu können, ohne bewirken zu können. All diese Rollen spielen zu können, gibt dir der Schauplatz Erde die Möglichkeit. Und du bekommst jede offene Möglichkeit dir zugestanden. Es geht nicht darum, irgendetwas auszugrenzen. Es geht nicht darum, dich zu begrenzen, zu sagen, das will ich erleben, alles andere will ich nicht erleben. Das soll meine Realität sein, alles andere vernichte ich. Du weißt, was du vernichtest, kommt in siebenköpfiger Form erneut hervor. Das Einzige, was dazu führt, dass du das lebst und erlebst, was du lebst und erleben willst, das Einzige, das dazu führt, dass du lebst, was du leben willst, ist dein Annehmen aller Möglichkeiten in ihrer Fülle, das Erkennen der Fülle in all den Möglichkeiten, das Erkennen, dass das, was du wählst, deine Wahl ist, wenn du die Wahl hast. Die Harmonie, die von dir gewählt ist, also tausendmal, unendlich vielmal mehr wert für dich ist, als die Harmonie, in die du hineingezwungen bist. Und so ist dein Leben ein Leben, in dem du das erlebst, das du noch erleben möchtest, bevor du dich gar und ganz in die Harmonie hinein erlaubst, wissend, dass wenn du ganz und gar in ihr verschmolzen bist, dass du dich nicht für diese und jene Erfahrung noch erwärmen kannst. Und so wählst du diesen Zustand, in dem du noch wählst, als den, in dem du bestimmte Erfahrungen noch für dich wählst. Denn du möchtest wissen, dass sie tatsächlich Teil deiner Optionalrealitäten sind. Du möchtest wissen, dass all diese Optionen für dich zur Verfügung stehen. Du möchtest in der Kraft der Wahl sein. Ich wähle Frieden. Ich wähle aus all den Möglichkeiten Liebe. Ich wähle Freundlichkeit, Güte, Herzlichkeit, Liebe, lichtvollen Ausdruck. All das wähle ich. Und heute wähle ich etwas anderes, denn ich möchte wissen, ob ich wirklich all das wähle und wie es sich anfühlt, etwas anderes zu wählen. Und so erlaubst du dir andere Erfahrungen, bewusst, unbewusst, meist unbewusst, die dich dazu führen, wieder in deine tiefste Wahl hineinzustreben, in die Harmonie zu streben, so wie alles nach Harmonie strebt. Du wolltest es wissen, du willst es wissen, du möchtest bewusst Teil der Harmonie sein, nicht aus Versehen. Und so erlaubst du dir all die Erfahrungen, die dich getrennt gehalten haben von dem Wissen, dass alles schlussendlich in der Harmonie zusammenfindet, dass sich alles in der Harmonie trifft, dass alles die Entscheidung für die Harmonie trifft. Es gibt keinen Verlust in deiner Entscheidung, voll und ganz die Liebe in ihrer reinsten Form zu sein, auszudrücken. Zu manchen Zeiten mag dein System fühlen, dass es sich dadurch von Menschen trennt, die sich anders entscheiden. Weit gefehlt. Jeder Mensch, jedes Sein, jedes Wesen hat sich bereits für die Harmonie entschieden. Andernfalls wäre es nicht.
wäre es nicht in diesem Spiel, in deinem Sein, in diesem Jetzt und Hier, das ihr erlebt wie ein Nadelöhr. Mal mehr, mal weniger, mal ein Auf, mal ein Ab, mal ein Sein in der vollkommenen Harmonie. Solange ihr wertet, solange du wertest, solange du hältst, festhältst an einem bestimmten so soll es sein, anders darf es nicht sein, ist dein Frieden noch nicht vollkommen, ist deine Entscheidung für die Liebe noch nicht vollkommen, denn die Liebe umarmt alles, erlaubt alles und entscheidet sich für das, was in dem Moment aus deinem Herzen spricht. Es gibt viele, so viele Herausforderungen in dieser Zeit, in dieser Übereinkunft von Ursache und Wirkung. Und so gehen wir jetzt nicht auf jede einzelne Herausforderung ein. Alles in allem ist jede Herausforderung eine Bereicherung. Kannst du also die Herausforderung, der du begegnet bist, als Bereicherung sehen? Erlaubst du ihre Integration? Erlaubst du diese Herausforderung eine Option zu sein, die für dich da ist? Erlaubst du dir frei zu sein, diese zu wählen oder nicht zu wählen? Erlaubst du dir die Erfahrung, die Bereicherung dieser Erfahrung deines Lebens, sodass du sagen kannst, ich habe das erlebt. Ich weiß das. Und so kann ich sagen, ich wähle das. Oder, und so kann ich sagen, ich wähle etwas anderes. Die volle Annahme ist die Voraussetzung für die freie Wahl. Wählst du nicht frei, liegt das daran, dass du nicht voll angenommen hast. Denn nur wer alle Optionen als Optionen angenommen hat, ist in seiner freien Wahl. Wir danken dir, wir danken dir, wir danken euch, wir lieben dich. Wir lieben euch, wir leben. Wir sind alles, was ist. Wir sind, was du bist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.